In diesem Video zeige ich, wie man die Übung A1 Learn Ruby macht. Ich habe da schon die ganzen Dateien ausgepackt und kann im Visual Studio Code damit arbeiten, aber genauso auf der Kommandozeile. Und die Übung ist jetzt so aufgebaut, dass es immer um Tests geht. Das heißt, der erste Test ist da in Hello drin und heißt Hello Spec. Ich gehe hier auch auf der Kommandozeile nach 00 Hello. Da kann ich auch diese Datei sehen, Hello Spec. Und in der Datei sind Tests drinnen. Nicht da oben, das ist alles Kommentar, 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 sondern das da herunten. Das sind Unit-Tests, aber wahrscheinlich funktionieren sie noch nicht. Um die Tests laufen zu lassen, schreibe ich einfach da auf der Kommandozeile Rake Test. Nur Rake. Besser. Okay, ich schreibe auf der Kommandozeile Rake, damit laufen die Tests und jetzt lese ich eine Fehlermeldung. An error occurred, require hello, cannot load such file, hello. Okay, also das Problem ist in dieser Zeile, require hello. Damit es funktionieren kann, muss es im selben Ordner eine Datei namens hello.rb geben. Die kann ich anlegen. hello.rb. Da muss jetzt mal noch nichts drinstehen. Und jetzt lasse ich meinen Test wieder laufen. Okay, wieder eine Fehlermeldung, aber eine neue. The hello function, undefined local variable or method hello. Also er erwartet hier, dass es eine Methode hello gibt, die er aufrufen kann. Wie mache ich eine Methode? Ich schreibe def hello. Und als Rückgabewert soll die mal 42 liefern. Mal schauen, was dann passiert. Haha, was sagt die Fehlermeldung jetzt? Er hat sich erwartet, dass er den String hello kriegt, aber er hat die Zahl 42 gekriegt. Das passt nicht. Probieren wir es mal mit dem String hello. Und wieder. Ja, schon besser, aber noch nicht ganz. Auf diese Art arbeitet man einfach Schritt für Schritt diesen Test durch und lernt dabei hoffentlich über wichtige Dinge von Ruby und kann natürlich jede Hilfe der Welt verwenden, um diese Aufgabenstellungen zu erfüllen. Man kann direkt die Tests lesen, ja, wenn man dann, also das ist eine andere Art, wie man sich der Aufgabenstellung nähert. Statt dass man die Fehlermeldung vom Test liest, kann man natürlich auch den Test selber lesen, um zu verstehen, was gefragt ist. Hier sind 16 Ordner mit verschiedenen Tests, die verschiedene Aspekte der Programmiersprache Ruby vorstellen. Sie müssen nicht alle davon machen, manchmal sind auch einzelne Teile davon als Extra Credit markiert und es wird exponentiell schwieriger. Also wahrscheinlich braucht man für die Aufgaben 15 und 16 dann 10-mal so lang wie für die Aufgaben 1 und 2. Ja, bitte verwenden Sie das, um möglichst viel Ruby zu lernen, damit wir dann in der nächsten Präsenzübung gemeinsam in Ruby größere Dinge programmieren können. Damit endet dieses Video.